Guten Tag. Heute werden wir uns den AMX-10RC, ein Radpanzerfahrzeug, das Frankreich erwägt, der Ukraine zu überlassen, genauer ansehen. Bevor wir mit dem Video beginnen, wenn Ihnen solche Inhalte gefallen, können Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos liken, um mich zu unterstützen. Los geht's! Ende letzten Jahres diskutierten ausländische Gönner des Kiewer-Regime über die mögliche Lieferung von Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge im NATO-Stil. Bald wurden die wichtigsten Entscheidungen getroffen und ungefähre Pläne erstellt. Insbesondere bekundete Frankreich seine Bereitschaft, seine Radpanzer AMX-10RC in die Ukraine zu schicken. Dem Kiewer Regime wurden mehrere Dutzend solcher Fahrzeuge versprochen, und zumindest einige davon wurden bereits verschifft. Die erste Erwähnung eines schweren Panzerwagens, Kampffahrzeugs mit schwerer Bewaffnung, Radpanzer AMX-10RC im Rahmen der militärisch-technischen Hilfe für die Ukraine erfolgte Anfang Januar 2023. Damals berichteten ausländische Medien darüber. Im nächsten Jahr in den französisch-ukrainischen Verhandlungen versprach Emmanuel Macron dem Regime persönlich, eine bestimmte Anzahl von Panzerwagen aus der Präsenz seiner Armee nach Kiew zu überführen. Gleichzeitig stellte die Presse fest, dass dies die erste Lieferung von Panzern im NATO-Stil an die Ukraine sein könnte. Mitte Januar wurden Einzelheiten zu künftigen Lieferungen bekannt. Medienberichten zufolge war die Überstellung von 40 Panzerfahrzeugen geplant, die von den Kampfeinheiten der französischen Armee außer Dienst gestellt wurden. Der französische Militärminister Sébastien Lecornu gab an, dass die Ausrüstung innerhalb der nächsten 2 Monate verschickt werde, das heißt bis Mitte März. Darüber hinaus werde das Ministerium rasch die Aus- und Weiterbildung der ukrainischen Besatzungen organisieren. Mitte März sprach der Chef der französischen Militärabteilung von ersten Erfolgen. Er erklärte, dass die erste Ladung Radpanzer bereits in der Ukraine eingetroffen sei. Darüber hinaus gelang es einigen Fahrzeugen sogar, in das Kriegsgebiet zu gelangen. Es wurden jedoch keine Einzelheiten zu dieser Lieferung angegeben. Die französische Presse konnte jedoch zusätzliche Informationen erhalten. Unter Berufung auf eine Quelle im Verteidigungsministerium hieß es, dass die erste, bereits an den Empfänger übergebene Charge 14 Einheiten umfasste. Mitte der 70er Jahre waren die Designarbeiten abgeschlossen und bald stellte das neu gegründete Unternehmen GIAT die ersten Prototypen auf die Probe. Die Feinabstimmung und Vorbereitung der Serie dauerte noch mehrere Jahre. Ab 1979 erhielten die Truppen neue Ausrüstung. Zunächst planten die französischen Bodentruppen die Anschaffung von mehr als 400 Radpanzern, doch dann wurden die Pläne auf 350 Einheiten reduziert. Sie wurden im Rahmen mehrerer Verträge durchgeführt. Mitte der 10er Jahre kamen die letzten benötigten Fahrzeuge zur Truppe. Seit Beginn des Jahrzehnts werden AMX-108 RCS auch für den Export produziert. Der erste ausländische Kunde war die marokkanische Armee, 450 Einheiten. Dann wurde solche Ausrüstung von Kamerun und Katar erworben. Unter Berücksichtigung der Exportaufträge erreichte die Gesamtzahl der gebauten Panzerfahrzeuge das Niveau von 460 XNOMX-Einheiten. AMX-10 RCS, meist französische, wurden bei zahlreichen Gelegenheiten in echten Militäreinsätzen eingesetzt. Diese Ausrüstung nahm am Wüstensturm sowie an den Feindseligkeiten in Mali teil. Auch die marokkanische Armee setzte ihre Radpanzer aktiv ein. Der AMX-10RC ist ein dreiachsiges gepanzertes Radfahrzeug mit einem großkalibrigen Geschütz in einem volldrehbaren Turm. Eine solche Architektur führt zu einem bestimmten Verhältnis der Hauptmerkmale und schränkt auch den Kampfeinsatz und die Wirksamkeit ein. Der Radpanzer basiert auf einem geschweißten Panzerrumpf mit einer Länge von 6,25 Meter, die Länge des Fahrzeugs mit der Waffe nach vorne übersteigt 9 Meter. Das Kampfgewicht erreicht 15,8 Tonnen. Es wurde eine Panzeranordnung mit einem vorderen Fahrer, einem zentralen Kampfraum und einem hinteren Motorraum verwendet. Zur Besatzung gehören 4 Personen. Die Aluminiumpanzerung schützt die Frontprojektion vor großkalibrigen Geschossen oder normalkalibrigen Geschossen aus anderen Winkeln. Es wurde auch eine montierte Stahlpanzerung entwickelt. Mit seiner Hilfe hält die Stirn 23 mm Projektilen und den übrigen Vorsprüngen 14,5 mm Kugeln stand.
Ein zusätzlicher Schutz sind 2 Rauchgranatenwerferblöcke an der Stirnseite des Turms. Ein Teil der Serie AMX-10RC erhielt den optoelektronischen Unterdrückungskomplex EIRL. Frühe Serienfahrzeuge waren mit 115 PS starken Hispano-Suiza HS2 bis 260 Motoren ausgestattet. Später wurde ein 300 PS starker Baudouin 6F11 SRX eingeführt. Die Kraftübertragung auf alle 6 Räder erfolgt über ein Giat A4 AD60 Getriebe, Verteilergetriebe und Raduntersetzungsgetriebe. Kurioserweise fehlen dem AMX 10RC lenkbare Räder. Die Kurve erfolgt panzerartig durch das Abbremsen der Räder einer Seite. Alle Räder verfügen über eine unabhängige hydropneumatische Federung mit Kontrollmöglichkeit. Auf der Autobahn erreicht der AMX 10RC Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h. Im Gelände halbiert sich die Höchstgeschwindigkeit. Für die Fortbewegung auf dem Wasser sind Speisewasserkanonen vorgesehen. Gleichzeitig führt die Installation zusätzlicher Buchungen zu einer übermäßigen Gewichtszunahme und einem Verlust der Schwimmfähigkeit. Der Turm des Panzerwagens ist mit einer 105 mm Niederdruckzugpistole Modell F2 Meca ausgestattet. Es verfügt über einen 48 kLb Lauf mit Mündungsbremse und Hitzeschild. Der Verschluss ist mit einem vertikalen halbautomatischen Verschluss ausgestattet. Die Pistolenhalterung bietet eine vertikale Führung mit Winkeln von -8 Grad bis +20 Grad. Zusätzlich Koaxial- und Flugabwehrmaschinengewehre im Kaliber 7,62 mm. Für das F2-Geschütz wurden eigene Einheitsschüsse entwickelt, die nicht den gängigen NATO-Standards entsprechen. Es gibt hochexplosive Splittergranaten, kumulative, panzerbrechende Unterkaliber, Brand-, Rauch- und praktische Granaten. Unterkaliber und kumulativ sind in der Lage, bis zu 365 mm homogene Panzerung zu durchdringen. Die Munition des Radpanzers umfasst 38 Schuss verschiedener Typen. Die Bewaffnung wird durch das Feuerleitsystem Safran M401 Kotak gesteuert. Es umfasst mehrere optische Instrumente, ein Fernsehvisier, ein Nachtsichtgerät sowie einen ballistischen Computer und einen Stabilisator. Nachtgeräte ermöglichen Beobachtung und Schießen auf Entfernungen von nicht mehr als 1000 bis 1200 Meter. Mobilität auf einer guten Straße aufgrund des Fahrgestells mit Rädern, die einfache Bedienung und die Tatsache, dass eine vollwertige Waffe auf einer relativ leichten Plattform installiert werden kann. Ansonsten gibt es viele Fragen und Beschwerden zu einem solchen Panzerwagen. Selbst mit zusätzlicher Panzerung kann der AMX 10RC dem Beschuss durch die gängigsten modernen Kleinkalibergeschütze nicht standhalten. Die Parameter der 105 mm Kanone reichen für den Kampf gegen moderne Panzer nicht aus und sind für andere Zwecke überflüssig. Das Fahrgestell mit Rädern funktioniert nur auf der Autobahn oder auf hartem Untergrund gut, während der Schneematsch die Mobilität drastisch einschränkt. Das französische Kommando hat vor einigen Jahren die vorhandenen Radpanzer nüchtern beurteilt und beschlossen, sie zu ersetzen. Diese Tatsache zeigt perfekt das wahre Potenzial dieser Ausrüstung in der modernen Armee. Die freigegebenen Fahrzeuge werden an die Ukraine übergeben und nun müssen ihre Formationen mit allen bekannten Mängeln rechnen. Darüber hinaus wird die physische Veralterung der Ausrüstung zu zusätzlichen Problemen führen. Vielen Dank für das Anschauen des Videos bis zum Ende. Ich danke Ihnen und wir sehen uns in einem neuen Review-Video wieder. Auf Wiedersehen!